So, jetzt habe ich noch ein paar Hausaufgaben für dich und das schauen wir auch noch mal an. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute wird es interessant. Heute lernen wir die Theorie, die Basisinformationen mit den Artikeln. Also, ohne viel Bla, volle Konzentration an die Tafel. Bestimmte und unbestimmte Artikel. Herzlich willkommen. Und wir starten auch wie immer. So, unser Thema Artikel. Wir unterscheiden zwischen bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel. Wir werden Schritt für Schritt dieses Artikelsystem in der deutschen Grammatik lernen und heute machen wir den ersten und auch den wichtigen Schritt. Also, der erste wichtige Schritt ist, dass wir bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel differenzieren. Wie du siehst, unterscheiden wir zwischen bestimmten Artikeln und unbestimmten Artikeln. Also viele denken, wir haben nur der, die, das und die Plural. Ja, das sind die bestimmten Artikel. Aber wir haben auch unbestimmte. Ein, eine oder kein, keine und so weiter. Machen wir weiter. Ja, beginnen wir erstmal mit den bestimmten Artikeln. Du siehst, ich habe hier ein Maskulin, also der. Was ist maskulin? Zum Beispiel der Mann. Dann habe ich feminin, die, zum Beispiel die Frau. Und dann habe ich neutral, zum Beispiel das Kind. Und dann haben wir noch Plural. Plural ist immer die, zum Beispiel die Kinder. Ja, also die bestimmten Artikel sind diese hier. Noch eine kleine Zusatzinfo, das haben wir im Kapitel 1 oder Kapitel 2 gelernt. Alle Nomen haben einen Artikel, ja? Das sind meine Nomen und die müssen immer einen Artikel haben. Manchmal haben sie einen bestimmten Artikel, manchmal unbestimmten Artikel und auch andere Artikel, die wir später lernen werden. Also, bestimmte Artikel, der, die, das, die. Jetzt kommen wir zu den unbestimmten Artikeln. Diese haben wir jetzt gelernt. Jetzt machen wir die unbestimmten Artikel. Der ist unbestimmt ein oder kein. Die ist eine oder keine. Du siehst dieses E. Dieses E bei Feminin ist dominant, ja? Also, die ist eine oder keine. Das ist ein oder auch kein. Bei die Plural haben wir eine nicht, ja? Also wir sagen das nicht, wir haben das nicht. Wir haben nur keine. Genau, das sind die unbestimmten Artikel. Also vergiss das bitte nicht. Wir müssen zwischen bestimmten Artikeln und unbestimmten Artikeln differenzieren. Und du solltest das bitte auch gleich gut lernen. Also der bestimmt, ein unbestimmt, die bestimmt, eine unbestimmt und so weiter. Jetzt haben wir die bestimmten Artikel und unbestimmten Artikeln kennengelernt. Diese musst du bitte lernen. Die sind wichtig. Artikel sind in der deutschen Grammatik sehr wichtig. Okay, das lernen wir. Aber das nächste Problem ist, wann benutze ich bestimmte Artikel und wann benutze ich unbestimmte Artikel? Genau das zeige ich dir jetzt an der Tafel. Ja, die Frage ist ja immer, wann benutze ich oder wann sage ich bestimmte Artikel und wann sage ich unbestimmte Artikel. Das ist das Problem. Und hier mit diesen Bildern können wir hoffentlich dieses kleine Problem besser verstehen. Also, bestimmte Artikel, der, die, das, ja? Aber hier haben wir jetzt der Mann.
Du siehst, ich habe hier ein Bild. Also, bestimmte Artikel sind konkret. Der Mann, dieser Mann, ja? Konkreter Mann. Genau. Bei bestimmten Artikeln haben wir dieses Konkrete. Bei unbestimmten Artikeln, also ein, kein oder eine und so weiter, haben wir nicht konkret. Also vielleicht dieser Mann oder vielleicht dieser Mann oder dieser Mann. Also hier haben wir etwas, was nicht konkret ist. Ganz wichtig. Wenn etwas nicht konkret ist, sagen wir unbestimmt, also indirekt. Und kein Mann, das verstehst du, glaube ich. Und das ist einfach die Negation, ja? Du solltest wissen, dass bestimmte Artikel, also der, die, das und die, konkret sind. Also, wenn ich etwas konkret weiß, kann ich der, die oder das sagen. Und unbestimmte Artikel, also ein, kein und so weiter, benutze ich für nicht konkrete, also indirekt. Die Person oder die Sache ist nicht konkret. Das ist ein wichtiger Unterschied und das solltest du gut lernen. In meinen Praxisvideos habe ich auch ganz viele Beispiele dafür. Das gleiche machen wir auch mit feminin, also mit die. Bestimmte Artikel, die. Hier haben wir eine Frau und wir können sagen, die Frau ist intelligent. Also die Frau. Ja? Und hier haben wir unbestimmt. Da sagen wir dann eine Frau. Und vielleicht ist es die Frau oder die Frau oder die Frau. Also nicht konkret. Eine Frau. Und hier nochmal die Frau. Genau. Und die Negation sagen wir keine Frau. Das ist jetzt wichtig, keine. Also du siehst, bei die haben wir immer ein E. Genau, das solltest du, ich hoffe, verstanden haben und wir machen auch gleich weiter. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch ein herzliches Dankeschön an das Plattform Canva sagen. Es ist wirklich eine super Plattform, super Designs und ich bereite meine Kurspräsentationen mit Hilfe von Canva. Ja, alle Bilder oder alle Grafiken sind auch von Canva. Ich sage wirklich ein super, super herzliches Dankeschön. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für unser bestimmten Artikel das. Also bestimmten Artikel konkret. Das Kind konkret. Oder unbestimmt, also nicht konkret, dann haben wir ein Kind. Ja, ein Kind. Vielleicht dieses Kind oder vielleicht dieses Kind oder vielleicht dieses Kind. Nicht konkret, unbestimmt. Dann haben wir natürlich noch die Negation. Wir sagen kein Kind. Du hast gesehen, dass wir feminin, also die, und neutral das genauso machen. Also das Prinzip ist gleich. Bestimmte Artikel konkret, unbestimmte Artikel nicht konkret. Machen wir weiter mit Plural. Für unseren Artikel, bestimmten Artikel, die Plural, machen wir das auch. Also, die Kinder, konkrete Kinder, ja? Diese Kinder, konkret. Bei unbestimmt, das ist jetzt wichtig, bei unbestimmt haben wir kein ein. Wir sagen ganz einfach Kinder, ja? Also bitte nicht eine Kinder oder so. Wir haben hier keinen unbestimmten Artikel. Wir sagen nochmal Kinder. Ganz wichtig. Viele vergessen das, ja? Wir sagen Kinder. Dann die Negation sagen wir aber keine Kinder. Da dieses E bitte nicht vergessen. Im Plural, also die Plural, haben wir das gleiche System eigentlich. Nur eine kleine Differenz, also ein kleiner Unterschied. Im Plural haben wir kein eine. Also wir sagen bitte nicht eine Kinder. Wir sagen einfach Kinder.
ohne eine. Jetzt machen wir weiter mit einer wichtigen Regel. Diese Regel sollten wir auch lernen. Ab an die Tafel. Ja, jetzt haben wir noch eine kleine Regel, die in der Grammatik vieles auch praktischer macht. Also, diese Regel kannst du immer so benutzen. In der Theorie ist der auch immer er. Die ist immer sie. Das ist immer es. Und die, Plural, ist sie. Das kannst du bitte so lernen, ist auch eine wichtige Regel, die manchmal auch sehr praktisch sein kann. Zum Beispiel, da ist ein Schrank. Ja? Der Schrank ist unser Artikel. Aber der, ich kann auch er sagen. Also, er ist modern. Oder da ist eine Lampe. Artikel von Lampe ist die. Aber die, wir können auch sagen sie. Also, sie ist teuer. Oder da ist ein Regal. Artikel von Regal ist das. Wir können aber auch sagen, das oder es. Es ist hässlich. Also, das bedeutet, das Regal ist hässlich. Machen wir weiter. Da sind Stühle, Plural. Die Stühle. Also, die, wir können aber auch sagen sie. Also, sie sind bequem. Dieses sie bedeutet Stühle. Also, die Stühle sind bequem oder sie sind bequem. Also, vergiss die Regel nicht, lerne sie, damit kannst du sehr praktisch arbeiten. Diese Regel solltest du ebenfalls lernen. Also, ganz einfach. Der ist immer er. Die ist immer sie. Das, es, die Plural, sie. Ganz einfach. Das ist eine Regel, da musst du nicht viel verstehen. Und noch einmal, du solltest bitte die Artikel unterscheiden. Bestimmte Artikel konkret, unbestimmte Artikel nicht konkret. So kannst du dir das merken. So, jetzt habe ich noch ein paar Hausaufgaben für dich und das schauen wir auch nochmal an. Da sind wir dann auch schon bei den Hausaufgaben, wie immer. Du kannst gerne hier das Video kurz stoppen und du kannst hier dann diese bestimmten Artikel und unbestimmten Artikel schreiben. Das ist eigentlich auch alles. Das ist auch wirklich easy und einfach. Probiere das zu machen und schreibe die Antworten unten in die Kommentare. Wenn du natürlich Fragen hast, schreibe sie auch in die Kommentare. Wie immer solltest du ganz viele Übungen und Beispiele zu diesem Thema machen. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weiterhelfen und hoffe auch, dass du alles verstanden hast. Die Hausaufgaben kannst du gerne machen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Ich antworte dir gerne. Ansonsten sage ich immer Praxis, Praxis, Praxis. Ist ganz wichtig. Grammatik ist gut, Praxis ist besser. Ja, ich bedanke mich und sage Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. So, das war's auch schon mit dem Thema. Im nächsten Video wird es auch sehr interessant. Da lernen wir den Akkusativ kennen. Den Link dafür habe ich hier. Wir lernen langsam und langsam unseren Motor kennen. Nein, das geht nicht. Wir machen nochmal.